Hallo zusammen, ihr habt euch gewünscht, dass ich wieder öfters mal eine Liebeslegung mache. Deshalb machen wir das jetzt mal. Es ist eine kollektive Legung, das kann nicht für jeden gelten. Ich sage das immer wieder, die Liebe ist nicht so einfach zu legen. Wir gucken jetzt mal, was trennt oder verbindet ein Paar, wo sind Hindernisse, Einflüsse. Und ich bin gespannt. Ja, hier ist die Seelenebene sehr hoch, der Touch auf der seelischen Ebene. Andererseits sind es auch finanzielle Themen, die hier irgendwo mit einspielen. Aber da wir ja nach der Liebe fragen, ist es auf jeden Fall eine Sache, die seelisch sehr berührend ist, wo die Seelenebene eben getoucht ist. Kann auch an alle gehen, die irgendwie Selbstwertthematiken haben. Aber natürlich auch für Wunschpartner oder so, dass finanzielle Dinge einfach im Weg stehen. Hier sind die Blumen, das ist sehr schön. Hier sind positive Aufregungen, Treffen, emotionales Glücklichsein. Andererseits habe ich mit den Eulen hier auch Situationen, die können mit einspielen, wo andere mit einquatschen. Oder wo man auch sehr gestresst sich begegnet. Hier ist es so, dass das Gegenüber irgendwie aus einer Situation rausgeht, wo es sehr im Mangel ist oder wo es etwas hinter sich gelassen hat oder ja, wo es sich wieder der Fülle zudreht. Und wir sehen bei der Dame irgendwie ein paar Verstrickungen oder auch dieses Gefühl, da wäre noch jemand anderes. Das eigene Weiblichsein wird angesprochen, die Weiblichkeit, Mutterthemen. Die Kommunikation wird hier angesprochen. Möglicherweise braucht etwas auch mehr Bewegung oder man denkt, der andere könnte sich mal mehr bewegen in unsere Richtung. Ja, hier ist es so, dass wir hier ein Beispiel haben oder jemanden, der eigentlich auf dem Weg nach emotionaler Fülle ist, der einen Schatten in der Partnerschaft hinter sich lässt. Die Angezogenheit auf der seelischen Ebene ist sehr hoch. Wir haben hier sehr viel Wasserelement, das sind Emotionen, das ist die Gefühlsebene, das ist die Seelenebene. Die Dame wartet irgendwie auf Entscheidungen, die der Herr treffen soll oder denkt über ihre eigenen Wege nach. Kommunikation scheint ein Thema zu sein. Es können ja auch Missverständnisse sein oder Gespräche, die nerven, dass man immer wieder das Gleiche besprechen muss oder dass Kommunikation Emotionalität auslöst. Ja, und ich habe hier so eine Sache, da ist man nicht klar, da wird man vielleicht auch irgendwo im Nebel stehen gelassen oder im Unklaren. Kann hier auch eine Sache der Entscheidungen sein. Wie entscheidet sich wer, welchen Weg wählt wer, entscheidet man sich für oder gegeneinander.
Hier ist ein bisschen noch bei ihm dran ein unverdauter Liebeskummer. Eine herausfordernde Situation, die auch in der Liebe da war, nennen wir es auch. Immer sage ich das Wort schicksalshaft, aber es ist halt so. Manchmal kriegt man Situationen geliefert und da muss man dann mit umgehen. Aber ich sehe hier bei ihm sehr viel Verlust, also Sachen, die am Herzen lagen, die schwierig waren. Hier wünscht man sich auf dieser Seite hier, wo die Frau liegt oder unser Part, dass die Wege verkürzt werden, dass es Entscheidungen gibt, die keine langfristigen Schwierigkeiten mitbringen. Auch ein bisschen mehr Alltagsglück. So. Hier ist sehr viel DNA, die wirkt, und ich habe das Gefühl, dass genau das die beiden verbindet, aber es ist hier auch so, dass man ein persönliches Hindernis überwindet, einen Familienschatten, eine Sache, die aus dem familiären Bereich kommt, möglicherweise auch ein Kreislauf, der sehr lange gedauert hat. Die Aufgabe könnte hier auch sein, ein emotionales Gefangensein zu sprengen, sagen wir es mal so. Aber hier sind auch ein bisschen Zweifel, man traut nicht mehr so dem Glück oder man ist vielleicht auch immer nur kurzglücklich und wünscht, dass das längerfristig eben besser wäre. Nun, ja, ich kann es auch nicht ändern. Wenn wir die Karten springen lassen, dauert es so lange, wie es dauert, und es kann vielleicht auch langweilen, aber es ist eben so. Bei ihm hier ist das Außen sehr wichtig oder Umstände, die ihn getroffen haben, die er so nicht wollte. Möglicherweise ist es auch nicht richtig möglich, das Beziehungskonstrukt nach außen zu tragen. Oder es ist so, dass man überlegt, wie wirke ich auf den anderen, wie werde ich gesehen, wie nehme ich den anderen wahr. Hier unten haben wir, dass es tatsächlich so ist, dass man sich das Ganze erarbeitet. Es können ja auch Arbeitsthemen eine Rolle spielen oder Sachen mit Kindern. An sich ist das Prinzip Treue, Loyalität, neue Türen öffnen, sich gut Freund sein da. Was mir jetzt in diesem Blatt halt auffällt, im Prinzip ist es so, dass die Liebe hier dazwischen liegen müsste. Und das tut sie nicht. Und das ist eben so, dass das noch mit Arbeit verbunden wäre. Was ich schön finde, ist, dass vielleicht die Vergangenheit hier ein bisschen einspielt, aber dass es jetzt nicht wirklich Personen gibt, die hinderlich sind.
Ihr Lieben, nehmen wir noch eine Karte hier. Was darf ich noch dazu sagen? Dann lassen wir das so stehen. Verliere nicht die Hoffnung. Und es ist auch so, dass wir hier jederzeit ein neues Muster stricken können oder dass die Beziehung hauptsächlich dazu da ist, mal wieder Farbe ins Leben zu bringen und sich anzugucken. Wir haben hier den familiären Schatten, wo bin ich noch so ein bisschen dabei, etwas zu folgen, was meiner DNA entspricht. Ja, was soll ich sagen, hier ist noch der Glücksfall und damit wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis bald.